Du kennst vielleicht das Gefühl, der Mähroboter hat gemäht, der Rasen sieht super schnieke aus, alles schön gleichmäßig, fast. Dann fällt es dir wieder wie Schuppen von den Augen. Überall dieser Rand. An der Hauswand, am Randstein, am Zaun, überall steht noch ein 15 cm breiter Grasstreifen. Also ab in den Keller, Trimmer rausholen und selber Hand anlegen. Oder? 2026 soll all das Geschichte sein. Und deshalb habe ich dir heute den neuen Ecoworks Goat O1200 Liter Pro für unseren ausführlichen Test mitgebracht. Das ist der erste Mähroboter, der jetzt nicht nur deinen Rasen mäht, sondern auch die Kanten trimmt, und zwar automatisch. Und dazu hat er jetzt einen neuen LiDAR-Laser für die Navigation. Funktioniert das neue Konzept von Ecoworks? Wir finden es jetzt gemeinsam heraus. Wenn du zum ersten Mal auf unserem Channel gelandet bist, dann lass dir sagen, wir testen jeden Mähroboter von allen Herstellern, die wir irgendwie in die Finger kriegen können, und das schon seit Jahren. Alle ausführlichen Testberichte findest du auf unserer Webseite www.smart-home-fox.de. Schau mal da vorbei. Und wenn du lieber Videos guckst, dann abonnier doch einfach unseren Kanal und verpasse keinen Testbericht mehr. Ich freue mich auf dich. Über Geld spricht man ja bekanntlich nicht, aber wenn du wissen willst, was der LiDAR O1200 Pro Goat von Ecoworks aktuell im Shop kostet, dann geh mal da unten in die Beschreibung, da findest du einen Link, da kannst du die aktuellen Angebote einfach ansehen. Wenn du über den Link kaufst, kostet es für dich nicht mehr, aber du unterstützt unseren Kanal, und dafür sage ich jetzt schon mal Danke. Wenn du das Teil auspackst, dann fällt direkt das knappe Zubehör ins Auge. Hier hast du ein paar Bürsten für das Trimmermodul, du hast Schrauben, um die Basisstation zu befestigen, du hast hier ein paar Schrauben, um die Ersatzklingen zu befestigen, du hast natürlich die Basisstation und du hast den Roboter. Was du vergeblich suchst im Lieferumfang, ist ein Begrenzungsdraht oder eine RTK-Antenne. Das soll dank LiDAR-Laser-Navigation jetzt komplett ohne funktionieren. Der erste Eindruck ist, das ist alles sehr durchdacht und hochwertig verarbeitet. Das Gerät ist ziemlich kompakt, wiegt ungefähr 13 Kilo. Ecoworks denkt hier dran, auch die wichtigen Teile zu schützen. Die Räder haben ein ordentliches Profil, da gucken wir später mal, wie der klettern kann. Ich denke, wir haben hier gute Qualität auf jeden Fall in der Station. Kein Begrenzungsdraht vergraben, keine RTK-Antenne da aufstellen, wo sie Satelliten sieht. Das klingt nach schneller Einrichtung. Und was auch zur schnellen Einrichtung beiträgt, was mir richtig gut gefällt, ist, wir haben ja schon davon gesprochen, der hat jetzt ein Trimmermodul an der Seite hier, und das ist schon vorinstalliert. Also hier gibt's nicht viel zu tun, außer Station aufbauen, einfach hier die Puschel dran klipsen, und das war's beim Roboter. Tatsächlich schon. Das ging schnell. Und dann ab auf die Ladestation, und die Einrichtung kann beginnen. Wo ist der Barcode? Wo ist der Barcode? Oh, den haben sie gut versteckt diesmal. Der ist hier hinten. Hier hinten unten. Das Spannende ist, Ecoworks behauptet, die Einrichtung dauert unter 20 Minuten. Die Installation war super easy, wie du gesehen hast. Der Roboter wurde direkt erkannt. Das Update dauert der Internetverbindung entsprechend relativ lang. Aber wenn das gemacht ist, dann können wir eigentlich mit der Erstellung der Karte loslegen. Let's go! Okay, automatische Kartierung ist auch an Bord. Wir probieren es direkt mal aus. Automatische Kartierung sieht ziemlich gut aus. Wir bleiben dran. So, das war tatsächlich die erste vollautomatische Einrichtung eines Mähroboters, deren Zeuge wir werden durften. Das hat sonst nie geklappt in unserem Chaosgarten. Mit dem Ecoworks O1200
hat es tatsächlich perfekt geklappt. Jetzt erstellen wir die zweite Zone. Manuell und gucken, ob das auch geht. Hier kannst du auch alles Mögliche hinzufügen. Zweite Mähfläche war kein Problem. Du kannst Mähflächen zusammenführen, du kannst sie teilen, du kannst sie benennen, du kannst sie löschen. Du kannst Pfade hinzufügen, um Mähflächen zu verbinden. Du kannst Bereich mit hoher Abdeckung hinzufügen, was auch immer das bedeutet. Du kannst eine Sperrzone einfügen, das finde ich super wichtig, zum Beispiel um ein paar Wildblumen zu schützen oder so, die mitten auf dem Rasen stehen und so weiter und so fort. Und hier kannst du Karten sichern, wiederherstellen oder sogar drehen. Warum auch immer man das drehen können sollte. Die Einrichtung ist abgeschlossen und tatsächlich der Hersteller, der verspricht hier nicht zu viel. Das hat super schnell geklappt. Die automatische Einrichtung, das war sensationell, das hat sehr gut funktioniert. Und er hat die Zone 1 selber kartiert, die Zone 2 habe ich kartiert. Das ging dann zwar ein bisschen schneller, aber dafür musste ich halt was machen. Fazit zur Einrichtung, Daumen nach oben. Eine super spannende Frage ist, wie findet sich der Goat in deinem Garten zurecht, jetzt wo er keine Antenne, keine Beacons, keine Begrenzungskabel mehr hat? Die Antwort ist LiDAR-Laser-Navigation. Bei Ecovacs heißt das Holoscope 360 und das ist nicht einfach LiDAR drauf und gut. Hier arbeiten gleich 3 Systeme zusammen. System 1, der 360-Grad-LiDAR oben auf der Kuppel, der dreht sich ständig, scannt die gesamte Umgebung rundum. Stell dir vor, du hättest Augen im Hinterkopf auf beiden Seiten überall gleichzeitig. Das ist LiDAR per Excellence. Dann kommt dazu der 3D ToF Laser, der 3D ToF Solid State LiDAR vorne. Solid State bedeutet keine beweglichen Teile. Robuster, langlebiger, präziser bei Objekten direkt vor dem Roboter. Erkennt Hindernisse bis auf 5 cm Entfernung genau. Und dazu kommt jetzt natürlich, wer kann es erraten? KI-Kamera. Sieht, was LiDAR nicht sieht. Farben, Texturen, Übergänge, unterscheidet den Rasen von Pflastersteinen. Wichtig für den True Edge Trimmer. Und bei der Einrichtung hat man es schon gesehen, die Unterscheidung zwischen Rasen und Nichtrasen funktioniert einfach hervorragend beim Ecovacs. Das Ergebnis in total eine holographische 3D-Karte deines Gartens mit einer Genauigkeit von plus minus 2 cm. Das ist in etwa so genau wie ein gut ausgemessener Ikea-Schrank, kann man sagen. Nur, dass der Goat das in Echtzeit macht. Bei Wind und bei Wetter, auch im Dunkeln. Kein RTK-Abo nötig, keine externe Antenne, keine laufenden Kosten. Das ist ein wirklich wichtiger Punkt. Andere Mähroboter brauchen nämlich entweder eine Antenne oder ein Kabel oder eben ein Abo. Der Goat O1200 navigiert vollständig autonom über LiDAR. Einmal einrichten, fertig für immer. Oder? Okay, jetzt die Frage aller Fragen. Kann der Ecovacs Goat O1200 LiDAR Pro, der Roboter mit dem überhaupt nicht komplizierten Namen, auch mähen? Let's mow! Schöne Technik ist das eine, aber funktioniert es auch? Wie ist das Schnittbild? Wie sieht der Rasen danach aus? Und wie macht das der Ecovacs Goat 1200 mit einem O vorne dran, LiDAR Pro? Das Mähwerk des Goat O1200, eine Klingenscheibe mit 3 Messern, 22 cm Schnittbreite, das ist ein ordentlicher Wert. Die Klingen sind kleine Rasierklingen aus Stahl, scharf, leicht austauschbar, günstig in der Nachbestellung. Die Schnitthöhe kannst du variieren, 3 bis 8 cm mit 0,5er Schritten. Wir empfehlen hier immer ungefähr 6 cm einzustellen, das gibt den gesunden englischen Rasen. Das Mähbild sieht hier wirklich gut aus. Er fährt hier wunderbar geordnete Bahnen. Der LiDAR-Laser lässt ihn flüssig navigieren. Er ist ein bisschen langsamer unterwegs als Konkurrenzprodukte, aber stört uns das wirklich? Eigentlich ist es nicht so wichtig. Dafür ist er super leise. Schau mal hier, der bewegt sich um die 50 Dezibel im Test und man hört ihn kaum. Außer wenn das True Edge Trimmermodul angeschmissen wird. Dazu gleich mehr. Was auch cool ist, der Goat, der mulcht das Schnittgut direkt auf dem Rasen. Feine Grasstücke, die fliegen hinten raus und sind ein natürlicher Stickstoffdünger für deinen Rasen.
Okay, jetzt kommen wir zu einer der spannendsten Neuerungen bei Ecowax. Darauf haben wir alle gewartet. Randtrimmung, Randschneiden. Wie kann man den verbessern? Ecowax hat sich überlegt, wir nehmen den True Edge Trimmer und hängen ihn hier an die Seite vom Roboter. Und ob das funktioniert, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Wenn man diesen Trimmer so sieht, dann muss man sich doch die Frage stellen, warum hat es bisher noch keiner gemacht? Ja, ist doch eigentlich logisch. Keiner hat Bock, den Rand selbst zu schneiden. Und tatsächlich ist es schon eine Frage der Sicherheit für Mensch und Maschine. Wenn nämlich die Maschine den Stein schneidet, dann sind die Messer kaputt. Und wenn die Maschine den Mensch schneidet, dann ist der Mensch kaputt. Jetzt hat Ecowax das super clever gelöst, denn es gibt einen Faden statt einer Klinge. Genau wie bei deinem richtigen Handrasentrimmer. Ein schnell rotierender Nylonfaden ragt seitlich rechts über das Gehäuse hinaus. Er kürzt sich bei Bedarf automatisch selbst. Ein kleines Messer auf der Unterseite schneidet den Faden auf die richtige Länge zurück. Und wie aktiviert sich der Trimmer? Die KI-Kamera erkennt in Echtzeit den Übergang zwischen Rasen und fester Begrenzung, Pflasterstein, Hauswand, Beetkante, Zaun. Sobald der Code an eine solche Grenze kommt, fährt der Trimmer seitlich aus und arbeitet die Kante ab. Danach fährt er wieder ein. Das passiert vollautomatisch. Du musst im Prinzip nichts tun, außer vorher in der App entscheiden, ob er trimmen soll oder nicht. Oder du stellst auf Auto, dann mäht er erst die Fläche und dann den Rand. Wie gut funktioniert es? Hier siehst du, wie er die Kante mäht und tatsächlich funktioniert das schon sehr gut. Er schaltet den Trimmer an und flext dann den Rasen am Rand weg. Allerdings muss man auch sagen, dass er oftmals hier anscheinend abwägt zwischen Sicherheit und Randtrimmen und dann entscheidet er sich für Sicherheit und dann bleibt an der einen oder anderen Stelle eben der Rasen ungetrimmt, wenn die Mauer zu hoch ist, er die Situation vielleicht noch nicht ganz richtig einschätzt oder wenn man hier solche Überhänge hat, ja, das sind ja eigentlich nur kleine Äste, aber die KI entscheidet dann anscheinend, dass es sich lohnt, eher drum herum zu fahren, ja, bevor sich oben irgendwie der LiDAR-Laser verkratzt oder sowas. Und deswegen ist dann hier der Rand eben tatsächlich auch ungemäht. Was richtig krass ist, wenn der Goat seinen Trimmer einschaltet, dann ist das Gerät wirklich plötzlich gar nicht mehr leise. Dann dröhnt das Ding mit 70 Dezibel raus. Hör dir das mal selber an. Also Fazit zum Randschnitt, wenn du hier genau hinguckst, ja, das ist, was der Mähroboter, den wir vorher hier getestet haben, ohne Randmodul geschnitten hat. 20 cm Platz. Und jetzt, der Goat hat bis auf 10 cm rasiert. Ist schon mal besser. An manchen Stellen hat er auch bis ganz an den Rand geschnitten. Das ist ja das, was ich eben gemeint habe. Das sieht schon sehr gut aus. Ja, da hat er wirklich schon sehr nah an den Rand dran rasiert. Und da hat es super geklappt. Wir gucken auf jeden Fall mal, wie wir das noch optimieren können. Die Idee ist, dass der Goat vielleicht den hohen Rasen hier als Hindernis erkennt und deswegen dann das hier nicht mit dem Trimmer schneidet. Ich kürze es jetzt mal auf die Hälfte und dann schauen wir mal, ob es dann noch besser funktioniert mit dem Randschnitt. Also jetzt Fazit zum Randschneiden. Wir haben gesehen, dass wir den Rand auf jeden Fall auf eine gewisse Kürze bringen müssen, damit er das wirklich nicht als Hindernis erkennt und dann eben da besser den Rand rasieren kann und sich da dran traut. Ich finde es aus zweierlei Hinsicht gut. Einmal, dass es funktioniert und einmal, dass er eben diese Sicherheitsvariante schon drin hat. Wir haben auch gesehen, wenn Leute sich auf der Seite des Randmoduls befinden, dann sieht er das und stellt das Trimmen ein. Tatsächlich, ich denke, das ist auch ein Sicherheitsaspekt. Beim Thema Sicherheit, wenn da so kleine Stöcke oder sowas liegen, also ich würde den Rand wirklich schön sauber aufräumen immer, weil dieses Trimmerteil kann schon mal so einen Stock auch wegschleudern. Und wenn dann da jemand ist, ne, dann kann man den auch mal gegens Bein kriegen oder so. Das ist unangenehm. Ist der Randschnitt jetzt perfekt? Ich denke jetzt noch nicht ganz. Aber es hat sich gezeigt, dass je öfter er den Rand schneidet, desto besser kennt er die Umgebung. Und weil er da dann jeden Tag kontinuierlich mäht, wird der Rand auch schön sauber aussehen.
Also du hast es selbst gesehen und wir haben es gesehen und haben es getestet und es ist cool, es macht Spaß. Das ist eine richtig gute Idee. Ecovacs hat hier wirklich, wirklich an den Painpoints gearbeitet, denn wir wissen durch unseren Mähroboterberater, dass der Randschnitt natürlich für jeden ein Painpoint ist. Wer hat schon Lust, selber alles immer zu trimmen? Deswegen Ecovacs, top Idee, funktioniert und hat uns echt begeistert. Und wenn das jetzt der richtige Mähroboter für dich ist, dann schau mal in der Beschreibung, findest du die Links zum Shop, da kannst du gucken, was er aktuell kostet. Und wenn du dir noch nicht sicher bist, ob es der richtige für dich ist, dann kannst du vielleicht auch einfach mal unseren Mähroboterberater ausprobieren. Da füllst du ein kurzes Online-Formular aus, damit wir wissen, wie dein Garten ungefähr aussieht, welche Bedürfnisse du hast. Und wir geben dir dann eine Mensch-zu-Mensch-Beratung. Also wirklich, wir gucken uns das an und überlegen, welches ist das richtige Gerät für dich und schicken dir Ideen zu. Probier es einfach mal aus. Der Link ist in der Beschreibung. Also, alles Gold, was glänzt. Wir haben uns schon unsere Gedanken gemacht. Natürlich musst du den Draht ab und zu wechseln. Das kostet ein bisschen was, aber die kriegst du natürlich erschwinglich. Ist eine zusätzliche Wartungsaufgabe, aber am Ende des Tages ist es dann doch schneller gemacht, wie wenn du deinen Rand selber trimmen musst, definitiv. Das Plastik, das landet natürlich im Garten, aber das ist auch nicht viel, das ist minimal, Mikroplastikbelastung, denke ich, ist hier gering. Thema Sicherheit haben wir dir ja gezeigt, es gibt viele, viele Schutzvorkehrungen. Ich denke auch, jede Katze würde eher wegrennen, wenn der Roboter auf sie zufährt. Wenn sie das nicht tut, wird sie vermutlich nie wieder rennen. Doch. Tatsächlich ist es ja aber auch so, dass der Roboter die Tiere erkennt. Wir haben ja auch den Tierschutzmodus eingeschaltet. Und wie gut der Hindernisse und Tiere erkennt, das schauen wir uns jetzt mal an. Was passiert, wenn ein Kind, Hund, Katze, Maus, Elefant vor den Mähroboter fallen? Die Antwort ist ganz einfach. AIVI 3D, also das, was man auch schon bei Ecovacs von den Saugrobotern kennt, die Hinderniserkennung, die ist auch im Goat 1200 verbaut und wir checken jetzt mal mit unseren schon bekannten, quasi aus unserem Standardtest der Mähroboter Hindernissen, ob der Robo sie rechtzeitig erkennt. Wie funktioniert das AIVI 3D-System? Es kombiniert den 3D TOF-Leader mit einer KI-Kamera und Deep Learning. Der Goat erkennt nicht nur, dass da etwas ist, er erkennt, was da ist. Über 200 verschiedene Hindernistypen, das ist quasi in dem Bereich aktuell so der Standard, werden von dem Roboter erkannt. Gartenstühle, Steine, Spielzeug, Werkzeug, Baumstümpfe, Blumentöpfe, all das soll der Goat erkennen. Jetzt geht's los. Ah! Sicherheitscheck Nummer 1. Läuft. Jetzt der Fuß. Erkennt ihr ihn vielleicht schon am Geruch? Nah am Hindernis vorbeigefahren. Um nicht zu sagen, zu nah für meinen Geschmack. Nachdem er unseren Fuß geschreddert hat, gucken wir jetzt mal, dass wir hier von normale Umgebung, also größer 15 cm Hinderniserkennung auf 10 runtergehen. Mal gucken, was dann passiert. Das nächste Opfer bist du. Ich? Ja, du. Okay. Jetzt wird's hart, der Zwerg. Den Zwerg hat er leicht getatscht. Was sagt der dazu? Was hast du ihm angetan? Stockmann. Okay, wenn das jetzt ein Schlauch gewesen wäre, uncool. AIVI 3D, Hinderniserkennung mit TOF, Laser, Kamera, KI. Fazit, durchwachsen. Die gute Nachricht ist, er hat alle Hindernisse außer dem Stock erkannt und sie umfahren, hat allerdings teilweise die Hindernisse leicht berührt. Ich denke, Ecovacs muss hier nochmal softwareseitig ein Update fahren, damit der einfach noch weiter um die Hindernisse drumherum fährt. Das gefällt mir noch nicht ganz so gut. Gut gefällt mir aber, wie gesagt, dass er viele Hindernisse erkannt hat und auch umfahren hat.
Der Ecovacs soll 45% Steigung schaffen und auf unserem normalen Hang, das sieht es schon mal richtig gut aus, da hat er gar keine Probleme hochzukommen. Das sind so 12 bis 15 Grad, je nachdem wo am Hang. Und jetzt wollen wir aber gucken, der Hersteller sagt 45% schafft das der Ecovacs oder nicht. Let's see. Und hier steht die Rampe auf 45% und wird er es schaffen? Oh, vielleicht ist er ein bisschen langsam unterwegs, schläft der ein unterwegs. Oh, er kann klettern, guck's dir an. 45%, kein Problem. Also du hast gesehen, stille Mähroboter können gut klettern. Auf jeden Fall hast du gesehen, dass er zwar erst so aussieht, als würde er einschlafen auf der Strecke und ein bisschen langsam unterwegs ist, aber tatsächlich ist er dann die Rampe sehr gut hochgefahren und diese starken Profilreifen, die scheinen da einiges wettzumachen und die Beharrlichkeit dieses Geräts ist erstaunlich. Laut Ecovacs kann der Goat 80 cm Durchgänge durchfahren und in unserem Test hat sich gezeigt, dass das auch funktioniert. Aber aufgepasst, Mindestbreite 80 cm und das ist mit einem ausgefahrenen True Edge Trimmer nicht immer so einfach. Das Gerät selbst ist 60 cm breit, der Trimmer braucht zusätzlichen Platz seitlich. Wer enge Gartentore oder schmale Durchgänge hat, unbedingt vorher ausmessen. Der Lithium-Ionen-Akku mit 5200 mAh hat eine Ladezeit von 70 Minuten. Das ist schon ordentlich. Viele Konkurrenten brauchen 90 bis 120 Minuten. Das bedeutet weniger Pausen, weniger Mähen. Und wenn der Akku leer ist, dann fährt das Gerät automatisch zurück zur Ladestation, lädt auf und setzt den Mähvorgang danach genau dort fort, wo er aufgehört hat. Kein vergessenes Fleckchen, keine manuellen Eingriffe. Die App bei Ecovacs ist wie immer super aufgeräumt, benutzerfreundlich. Du kannst natürlich alles einstellen, was geht. Hier zum Beispiel bei der Kartierung ist einiges möglich. Und du kannst aber natürlich auch ganz viele Mäheinstellungen treffen. Also wie hoch soll gemäht werden, zwischen 3 und 8 cm. Und eben alles, was das Herz begehrt. Da lässt die App tatsächlich keine Wünsche offen. Wie pflegeaufwendig ist der neue Goat denn im Alltag jetzt dann tatsächlich? Und ich sag mal so, IPX6 zertifiziert bedeutet, nach einer Schlammschlacht wie dieser kannst du ihn mit einem Gartenschlauch abspritzen, aber nicht mit einem Hochdruckreiniger. Dafür ist es nicht ausgelegt. Ansonsten würde ich regelmäßig mal drunter gucken, dass hier sich der Rasen nicht so sehr festgeklebt hat, ne? Je fester das verkrustet ist, desto mehr ist die Mähscheibe dann noch eingeschränkt. Irgendwann leidet die Leistung. Gleiches gilt natürlich auch für den Trimmer. Ist der Draht noch dran? Ist da alles einigermaßen sauber? Das musst du dann immer machen. Und natürlich die Klingen, die 3 Klingen musst du regelmäßig wechseln, denn nach so 3-4 Monaten, wo du täglich mähen lässt, ist dann auch mal, kann es auch mal sein, dass die stumpf werden. Vielleicht kannst du die dann auch schleifen. Im Lieferumfang sind auch 9 Ersatzklingen dabei, aber wenn die irgendwann mal leer sind, ich packe dir den Link da unten in die Beschreibung und an dieser Stelle möchte ich auch kurz sagen, das kostet dich nichts extra, wenn du unseren Link benutzt, aber wir kriegen dann vielleicht eine kleine Commission und das hilft uns natürlich, den Laden hier am Laufen zu halten. Also danke schon mal. Dazu würde ich hier vorne, als man mit einem Mikrofasertuch drüber wischen, dass es auch nicht verkratzt, ne, aber dass es auch sauber ist. Und hier den LIDAR-Laser, den musst du auch immer schön sauber halten. Aber alles in allem ist die Wartung ziemlich übersichtlich und entspannt. Da ist nicht viel zu tun. Nicht schön, aber selten. Wir scheuen keine Kosten und Mühen und sind auch bei regnerischem Wetter für euch im Garten und testen die Mähroboter dieser Saison. Und jetzt zurück zur großen Frage der Ecovacs Goat O1200 LIDAR Pro für 999 €. Lohnt sich das? Ups, jetzt habe ich gespoilert. Der Preis ist heiß. 999 € für ein Gerät, das diese große Fläche mähen kann. Mit dieser innovativen Randschneidetechnologie. Mit einer ordentlichen Kletterleistung für normale Gärten mit normalen Steigungen. Komplett ohne, dass du irgendwelche Kabel vergraben musst, Antennen aufstellen musst oder Beacons oder sonst irgendwas. Einfach eine super einfache Einrichtung. 20 Minuten und das Ding ist durch. Hängt natürlich von der Größe deines Gartens ab. Das ist schon ein fairer Preis. Alles Gold, was glänzt? No, würde ich jetzt nicht sagen. Also mir gefällt zwar,
wie er sich jetzt hier mit seiner neuen LiDAR-Laser-Technologie und den KI-Kameras und allem durch den Garten bewegt hat. Das sieht schon super flüssig aus. Da kann man nichts sagen, aber bei der Hinderniserkennung, da könnte er schon für meinen Geschmack her weiter um die Hindernisse sich drum herum bewegen. Besonders kleinere Hindernisse wie dicke Stöcke oder sowas hat er gar nicht erkannt. Und wenn du eben einen Garten hast, wo du super viel Kram rumliegen hast, weil du Kinder hast oder Haustiere, also Spielsachen und so ein Zeug, dann ist der vielleicht nicht das Richtige. Dann schau dir doch mal den größeren an, den 1600. Den haben wir auch getestet. Den Link packe ich dir mal hier oben hin. Was uns auch aufgefallen ist, durch das Seitenmodul, ja, hat er einfach eine Durchfahrbreite hier von 80 cm. Das ist ungefähr 10 cm mehr wie andere ohne diese Seitenmodule. Ja, wenn du schmale Durchgänge hast, dann misst lieber mal nach, bevor du das Teil kaufst, denn da braucht er einfach ein bisschen mehr Platz. Wenn du den Randschnitt machst, dann mach's auf keinen Fall nachts. Und wenn du deinen Nachbarn nicht auf die Nerven gehen willst, denn das Trimmermodul ist schon ziemlich laut, aber ich finde, das ist durchaus ein Preis, den man bezahlen kann, dafür, dass der Rand dann geschnitten ist. Beim Regen funktioniert es auch tadellos, wie du siehst. Also das ist vielleicht auch ein Pluspunkt, aber ich habe den Regensensor auch einfach ausgeschaltet. Weißt du, wenn du dieses Gerät haben möchtest oder dir mal anschauen möchtest, was der aktuelle Kurs im Shop ist, dann nimm doch den Link unten in der Beschreibung. Das würde Smart Home Fox auf jeden Fall helfen. Dann können wir noch viel mehr Videos machen. Für dich wird der Preis nicht teurer. Und wenn du dir noch nicht sicher bist, ob das richtige Gerät für dich ist, dann benutze doch einfach unseren Mähroboter-Berater. Link packe ich dir auch in die Beschreibung. Da kannst du einfach dich von uns persönlich beraten lassen. Wir suchen das richtige Gerät für dich aus. Und das könnte eine Riesenhilfe für dich sein. Und du würdest dann auf jeden Fall nicht so viel Kohle in den Sand setzen. Im Zweifelsfall. Wenn du mehr Mähroboter-Testvideos sehen willst, dann schau doch mal hier, packe ich dir mal noch ein interessantes Gerät hin. Und hier ist der Link zu den besten Mährobotern aus 25. Vielleicht ist ja für dich auch ein Auslaufmodell, was ein bisschen günstiger ist. Interessant. Ansonsten abonniere unseren Kanal, sprich über uns, teile uns und erzähl deinen Freunden und Freundinnen von uns. Und ich freue mich, wenn du dann bald wieder dabei bist. Bis dahin, Peace.